great yellow sun is reflecting in your deep blue eyes. The day has begun. You spin around, you laugh to yourself. And I see you shine in every color, resting your head in my arms. St. Paul ist die Hauptstadt und mit knapp 300.000 Einwohnern die zweitgrößte Stadt des US-Bundesstaates Minnesota. Auf der Karte gesehen liegt Minnesota links neben den großen Seen und grenzt direkt an Kanada. Die Stadt bildet mit Minneapolis die sogenannten Twin Cities. Am wunderschönen Mississippi gelegen ist die Metropolregion mit 3,3 Millionen Menschen ein bedeutendes Zentrum im mittleren Westen der USA. Wir beginnen unsere Sightseeing-Tour mit einem kleinen Spaziergang durch die Innenstadt von St. Paul zum Landmark Center. Das historische Landmark Center von 1902 ist eines der vielen Wahrzeichen der Stadt. Ursprünglich als Post- und Zollamt sowie Gerichtsgebäude ist es heute eher ein Veranstaltungsort und beherbergt zudem ein Café, Souvenirshop und 5 Galerien. St. Paul ist an manchen Stellen echt bergig und erinnert mich irgendwie ein bisschen an San Francisco. Neben dem guten öffentlichen Verkehrssystem ist die Stadt äußerst fahrradfreundlich. Deshalb ist das Fahrrad das ideale Fortbewegungsmittel für ein vielseitiges Sightseeing. Das Minnesota State Capitol ist der Sitz des Repräsentantenhauses und des Senats und liegt in Sichtweite auf fast einer Linie zur St. Paul-Kathedrale, die wir uns gleich danach aber auch noch genauer ansehen werden. Das heutige Kapitol ist das dritte in der Geschichte von Minnesota. Das erste wurde 1881 durch ein Feuer zerstört. Das 1883 neu gebaute wurde schon bald zu klein, sodass es in seiner jetzigen Form nach dem Vorbild des Petersdoms in Rom gebaut und 1905 fertiggestellt wurde. Die Kuppel aus Marmor hat übrigens einen Durchmesser von 27 Metern. Die St. Paul-Kathedrale steht auf dem Summit Hill, etwas erhoben über der Innenstadt. Sie wurde 1906 bis 1915 erbaut, wobei die Innenausstattung sogar bis zur Vollendung weitere Jahrzehnte in Anspruch nahm. 1958 war es dann offiziell soweit und die Einweihung wurde vorgenommen. Die St. Paul-Kathedrale hat 3000 Sitzplätze und die kupferne Kuppel ist 53 Meter hoch bei einem Durchmesser von 29 Metern. Außerdem gibt es 2 Orgeln. 5 bronzene Kirchenglocken aus Frankreich wurden 1987 noch installiert. Die Renovierung der kupfernen Kuppel erfolgte im Jahr 2002. Der 1897 gegründete Como Zoo war der erste Zoo in Minnesota, als die Stadt St. Paul eine Spende von 3 Hirschen erhielt und eine einfache umzäunte Weide für die Tiere zur Verfügung stellte. Der Como Zoo kostet keinen Eintritt, aber eine freiwillige Spende ist natürlich immer wünschenswert.
Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Dann geht es ein paar Kilometer weiter westlich auf die andere Seite des mächtigen Mississippi, ins abwechslungsreiche und spannende Minneapolis.